Okay, da müssen wir bestimmt später hin. Das sah sehr böse aus. Felszackenjoch. Kann das sein, dass das, war das der Felszackenkamm, wo wir waren? Das ist, von Eisen, das Gebiet ist, die Domäne ist? Ach du Schande. Und so stark, dass man da kaum laufen kann? Eieiei. Und wir sollen ihn besiegen. Naja, wir gehen jetzt erstmal nach Pendrago. Soft Eis. Mich stört das ein klein wenig, dass sich immer diese Grafik ändern, obwohl man sein Team ja eingestellt hat. Ich will ja gar nicht mit Miklo und dem Team sein. Ich will noch lieber Dazzle als Layla haben. Ich mag zwar Layla, aber Dazzle ist halt ein bisschen stärker und wenn er mit Rose kämpft, soll mir das recht sein. Solange ich nicht mit ihm kämpfen muss. Gotcha, Gold. 11 Gold. Edna macht uns noch steinreich irgendwann, glaube ich. So, wir speichern. Hier unten. Ja, es wäre da was lang geschliffen. Das ist, glaube ich, noch im Weg. Oh, hier sieht so düster aus. Was ist hier denn passiert? Da ist auch eine Ruine. Oh, die haben sogar Haken. This Hellion used to be. I can guess, and I'd rather not know anyways. Thanks. Prepare yourself! So. Was bist du denn? That goose flew the chicken coop. That doesn't quite make sense. Jo. Der ist down. Der geht auch da hinten hin. Aber der gehört mir. Jo. Wie geben wir es denn? 160 Erfahrung. Titel wurde hochgestuft, Ausrüstungstätigkeit wurde erhöht.
Bestimmt noch einiges, wo wir hier unten rein können dann. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Pendrago. Ich glaube, wir müssen hier unten auch lang, ne? Also Burgmauern. Pflanze nehmen wir noch mit. Sieht so düster aus hier. Ist nicht... Even out of the rain, it's still so cold. Oh. I'll say. Ugh, damn. They've gone from scary to annoying. Still, to think Seraphim sneeze just like we do. Oh, guck mal, wer da steht. Ganz allein im Regen. Oh Gott. Chain. Verringerung von einem bei Combo plus 1%. Das kriegt Sorey. Wenn ich wüsste, welches Schwert ihm gehört. Gar keins. Ich denke mal, das... Naja, dann machen wir es da drauf. Ich glaube, Sorey hat keinen Platz mehr auf seinem Schwert. Ich glaube, in dieser Stadt stimmt irgendwas nicht. So wie es hier regnet und düster aussieht. Vor dem Schmelztiegel der Bosheit, Sani. Das war das eben, ne? Wo ich eben drin war, ne? Naja. Wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze hier an. Wow. This place is huge. Dafür, Pendrago is the largest city on the Glenwood continent. dass Pendrago eine gesegnete Stadt Where ist. can we find an inn? I recommend the one directly in front of the plaza. You sure know your way around. Well, you know, I used to come here a lot. Dafür, dass Pendrago eine gesegnete Stadt ist. Herrscht hier doch ganz schön viel Bosheit, ne? Da sitzt der Norman. I remember this place was in the Celestial Record. Brunnen auf dem Platz. What a resplendent fountain. Yeah, it's one of the famous sights of Pendrago. I don't know a lot about it, but supposedly, the water's piped in from afar through an underground channel. Oh, I see. So much work for something that doesn't even serve any purpose. Stupid, simple humans. Well, considering their lack of seraphic arts, I think their technological advancement is commendable. Useless, pointless, waste of effort. It's also known as the Fountain of Wrath. Wrath? Why do they call it that? Something with the piping's all messed up. Every now and then. Like that. Oh dear. Stupid, stupid humans. Justice. Oh, wir machen den einfach irgendwo drauf. Das ist ja erstmal egal. Das können wir ja später noch umstellen. Da hinten ist er. Das gute Sergei. Ach stimmt, die denken, das sind Menschen. Da sollten wir eingreifen, unbedingt. Sergei! He's one of the Cardinal's subordinates. I tried to apprehend him, but you saw what he was like. His movements were incredible. You could tell, right? It was a Hellion. The Cardinal's underling is a Hellion? Then... Forgive me, sir. He's escaped into the Shrine Church. It looks like it's true. I believe he was likely a messenger of...
I'm cold. You can blather on inside. Besser ist es. Tell us the details after we find shelter from the rain, if you please. Our friends are feeling a bit chilly, and even a seraph can catch a cold. Friends? Oh. Not that you could tell, since you can't see them. Forgive me. I should have been mindful of the Seraphim's presence. Let us head for the Knight's Tower. Your wife sure is considerate. Oh, er glaubt es immer noch. He still thinks they're married. Ich glaube, das gefällt das dann nicht so. So. Was eine Truhe. Sie konnte sich nicht vor mir verstecken. Pfirsichgummi. Ich möchte allerdings erst was kaufen. Ah, okay. Wir kaufen Pfirsichgummi. Das haben wir alles. Kalzitspeer. Amphibodeutsch. Ja. Ja, wollen wir. Wir nehmen den anderen auch. Ja. Dann holen wir den Schirm. Der ist auch noch schlechter wie der, den wir haben. Ich kaufe ihn trotzdem mal. So, das Pendel ist besser. Genau. Die Ohrringe ziehen wir an. Das ziehen wir Mikleo an. Die Tiara an Laila. Den Hut bekommt auch das. Den haben wir jetzt natürlich nicht angezogen, ne? Das Haarband haben wir noch nicht gekauft. So, Ray bekommt das an. So, dann haben wir noch eine Montur, welche ich in Minimo und raus bist. In Minimo und raus bist du. Edna anziehen. So, dann gehen wir kurz in die Ausrüstung. Genau, das haben wir. Schwert habe ich immer noch kein neues. Den Schirm. Wollte ich eigentlich erst gucken. Aber so viel schlechter ist der nicht, ne? Ah. Den ziehen wir ja auch an. So, Schockwehr lasse ich ihm. Den Hut haben wir natürlich nicht angezogen. Den braucht er unbedingt. So, und die Fluorid-Weste hat er an. Aber ich ziehe ihm die an. So. Er hat immer noch den Bernsteinstab. Der kann doch unmöglich besser sein. Ist er auch nicht. So. Guck noch mal kurz mit dem Stab hier. Ja, zieh den an jetzt, aber zackig. Ich hätte gern Papier irgendwie Neues für Laila. Weil ich glaube, das kann man erstmal vergessen. Und dann schauen wir uns ein klein wenig um in der Stadt. Rosmarin. Oh, eine Truhe. Heiliger Trank haben wir genug. Zuerst haben wir unseren Herrscher verloren, dann ist der Papst weg. Es gibt niemanden mehr, der das Land führen kann. Aber ich denke, diese Kardinälin führt das Land. Komischerweise. Dann doch nicht, oder wie? So.
Der Ritterturm, Ostviertel, Nordviertel. Gehen noch mal ein bisschen hier rum. Ich denke mal, hier wird diese Schreinkirche sein, oder? Ich denke schon. Aber dann gehen wir da mal noch nicht hin. Ich denke mir, Pendrago ist wie Damenviertel dann eine der nächstgrößeren Städte, die wir etwas länger besuchen werden. Ach, da waren wir, okay. Und da sind wir gekommen. Oh, guck mal, wer der ist. Geißel. Oh. Dann machen wir da drauf. Tschüss. Kleiner Mann. Eine kleine Frau, ich weiß ja nicht, was es ist. Ah, ein Pflänzchen. Eine Truhe. Allheilmittel. Hier ist nix. Ist auch nix. Hier ist wie so ein Aussichtsplatz. Haha. Matisierung, das hatten wir bestimmt auch schon 15 Mal gelesen. Na nö, dann gehen wir mal runter zum Ritterturm, wenn hier nichts mehr ist. In die Kirche wollte ich noch nicht rein. So. Ich habe aber vergessen, wo es ist. Es war hier neben irgendwo, ne? Nee. Wo war das denn? Sind wir nicht hier rum? Ostviertel. Oder bin ich jetzt verrückt? Wir gehen jetzt einfach mal hier unten rum. Ich meine, wir wären hier rumgelaufen. Dann war das vielleicht diese Burgdiözese. Und dann standen die da, genau. Hier waren wir gewesen. So, dann gehen wir direkt zum Ritterturm jetzt. Oh, ich dachte, das wären Normen, aber es waren Blumen. So, und der Ritterturm ist direkt hier vorne. Hier gehen wir nochmal hin und nehmen die Schatztruhe mit. Erdbeermürbekuchen. Der König aller Kuchen. Die perfekte Balance zwischen Sahne und Erdbeeren. So, rein mit uns. Dass da jeder so rein kann, das wundert mich so ein bisschen. This should be a better place to talk. Did everything go okay? Can we get in the church? I secured the permissions, but after that last incident, I'm afraid we're likely under high scrutiny. So what else is new? They weren't big fans of us in the first place. Yeah, good point. We've got nothing to hide. Let's do it. Look at that. Ever since Rose joined up with us, I feel like Saray has become so much more proactive.
Too bad it means that much more trouble for us. Thank you. It was my decision to begin with. And besides, I've really wanted to see the shrine inside the church. There's something about you that reminds me of the Pope. He too would never hesitate to spare expenses for the sake of his people. Oh boy, another masochist. I see. I've prepared lodgings for you. I pray that the Seraphim will also be able to rest well tonight. But Captain, it's been 3 days since last we heard from Boris after his infiltration. I believe we should hurry. Who's Boris? The rain may be affecting our food supplies, but I shall prepare our famous Drago stew for you. Aren't you the least bit concerned? He's your only brother. I do not wish to burden you with my troubles any more than I already have. Please rest for now. It's a kind offer. Let's take it. We will. Thank you. Wirklich Sorgen um seinen Bruder zu machen scheint er sicher nicht. Ich will dich nicht noch mehr mit meinen Sorgen belasten, als ich es sowieso bereits getan habe. Bitte ruh dich einfach aus. Boris ist Sergejs jüngerer Zwillingsbruder. Er tut immer alles, was er kann, um seinen älteren Bruder zu unterstützen. Ich will dich nicht noch mehr... Das war das? Viele unserer Männer sind bei ihren Ermittlungen zur Kardinalin verschwunden. Sie alle waren fähige Ritter. Da könnte man sich schon wundern. Naja. Die Pflicht, den jungen Herrscher zu beraten, sollte nicht einem Einzelnen zufallen. Ob es nun der Rittertrupp, die Kirche oder eine andere Einheit ist. In Zeiten wie diesen würde Papst Masedra wissen, was zu tun ist. Wenn überhaupt, dann ist Hauptmann Sergej zu ehrlich. Aber deswegen halten wir alle zu ihm. Wir haben Geld gefunden. Boris ist der jüngere Bruder des Hauptmanns, ein talentierter Ritter wie sein Bruder, aber er ging, um bei der Sache der Kardinalin zu helfen und ist verschwunden. Wie auch er sind andere verschwunden. Naja, gehen wir erstmal. Sergej sure seems like a good guy. He is. Though I fear he may be a bit too genuine and sincere to command the knights. I agree. I hope he has what it takes. We've got plenty of worries of our own. Let's not get hung up on other people's issues. Ja, wir sollten uns wirklich nicht immer die Sorgen der anderen anhören und helfen wollen. Hoppala, was ist denn hier hinten? Bestimmt so ein Turtle, ha? Ah, dachte ich mir doch. Guten Tag. Er hat uns Turtles betrogen, das ist unverzeihlich. Er sollte sich lieber auf gewaltigen Ärger gefasst machen. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Wer hat ihn betrogen? Na gut. Wenn er uns das nicht erzählen möchte. Jemand hat den Turtle-Clan betrogen. Oh. Warum sind wir nicht direkt ins Nordviertel gegangen, sondern erst wieder hier rum? Wir gehen wieder mega Umwege. Unmöglich, echt. So. Da ist ein Mond drauf, das scheint das Ding zu sein. Oh, wer ist denn hier schon? Now that was a meal. Was? Hey, learn some manners. You sure can eat. So can these two. It was surprisingly good. I couldn't help myself. Drago stew, 85 points. My policy is eat while you can.
It's been ingrained in me since I was a kid. That's the law of a soldier. A soldier, huh? Soldier? Aren't you and your buddies in an assassin's guild? Well, you know, it wasn't always like this. We used to be just a band of mercenaries. Not to brag, but they called us the best on the continent. Is that right? That's it for me. We've got a job to do tomorrow. Is Rose's band of mercenaries the one you mentioned before? The Wind Riders, I believe. I think I've heard of them. The tale said just 100 of them could scatter a force of 20,000 men and capture 3 castles in one night. Yeah, they were a legendary band of mercenaries. It's no wonder Rollins itself was their primary employer. They sound crazy strong. Strong and loyal. To the point that even the Emperor of Rollins trusted them like his right-hand man. Isn't that right? It's true. Was true. But then, the Imperial family of Rollins ended up stabbing them in the back, along with the very one I'm seeking vengeance against. The Imperial family joined forces with Hellions? Is it that surprising? I guess not. People and Hellions aren't separate entities after all. Very true. You can even consider them 2 sides of the same coin. In fact, if the Cardinal's power is somehow linked to a Hellion, things start to make sense. It looks like Rose snuck out through the back. Can't take my eyes off her for a second. Hey, Dazzle! Oh nein, was hat sie vor? I wonder if someone ordered an assassination. Such nach Rose und Dazzle. Who? And was she asked to do it by herself? Either way, this is bad. Da müssen wir hoch. Na komm, schnell. Ich weiß nicht, ob Rose jemanden umbringen soll. Ich glaube eher, da steckt was anderes dahinter. What's wrong? Why are you all here? That's what we want to know. Where were you going? Oh, just taking a walk. Thought maybe I ate too much. You don't have to follow every whim that pops into your head, damn it. We thought you might have ditched us to go assassinate someone. Not yet, silly. That comes later. Ach, sie sagt das so lustig. It's from someone who lost their son in the war that just broke out. Kill the one who started the battle. The invasion was proposed to the Emperor about a year ago, in documents bearing the name of Pope Miscedra. Huh? You're gonna kill the Pope? Hold on. How do you know someone didn't just use his name? I thought he went missing after all. Maybe. But then again, maybe not. It's awfully close to the time he went missing. We'll have to investigate further. And what if we find out that he's bad? If it's evil, the scattered bones slay it. Even if it's the Pope? The Pope, the Emperor, even the Shepherd. Na klasse. Oh, was that inappropriate? I'm not a fan of that last part, it's true. It isn't like we walk around all stabby-stabby. We make sure what kind of person our target is first. I think I understand you better, Rose. Do you now? Well, that's good.
I'm starting to understand too. Why she bears no malevolence, that is. Because she's as nuts as he is? Ja, ein bisschen. Rose would certainly never tell a lie, that's for sure. She was always that way. It's in her blood. Er weiß doch mehr über Rose. Was the Pope the type of person who would just up and start a war? That's certainly not the impression of him we got from Sergei. He's the de facto leader of a powerful country. He's probably got more layers than you'd think. So, wir speichern. Und dann mache ich auch eine kurze Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Tales of Zestiria. Bis dann. Tschüss.